Marsch! Danny, du sprichst Russisch? Fließend, aber nur einen Satz. Los, bringe mir bei. Ja was, Lublu? Ja was? Ja was? Lublu. Lublu. Ja was, Lublu? Ja was, Lublu? Was heißt das denn? Ich liebe dich. Ich liebe dich und du meinst, darauf fallen die rein? Ich weiß nicht, ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Raus! Raus! Нет, нет, Tubarisch. Ah, Sie sind Freunde, ja? Tubarisch. Und wer wirkt nun für Sie, Lieutenant Wilinski? Verschwinden Sie, Cedric. Спасибо. Marsch! Aufhören! Aufhören! Sie heißen? Ives. 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 Ach ja, Archibald Ives, Schotte. Das Foto ist aber nicht geschmeichelt. Wenn Sie unter diesen Umständen fotografiert werden, sehen Sie auch nicht hübscher aus. Ich werde Sie diesmal nicht bestrafen. Sie sind den ersten Tag hier, da können noch solche Dummheiten geschehen. Und Nachlässigkeiten auch. Auf beiden Seiten. Hey! Los da! Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! Sind Sie verrückt? Wer über den Drahtsteig wird erschossen? Was für ein Draht? Der hier! Der Warndraht! Haben Sie nicht gewusst, dass es verboten ist, den Draht zu übersteigen? Das schon, aber mein Baseball ist dahin gerollt. Wie komme ich jetzt zu meinem Baseball? Sie haben erst um Erlaubnis zu bitten. Okay. Ich hol mein Baseball. Machen Sie, dass Sie hier wegkommen, aber sofort! Okay. Bleiben Sie stehen! Lassen Sie mich durch! Weg da! Was haben Sie im Sperrgebiet zu suchen? Das habe ich Max schon gesagt. Wo ist mein Baseball da? Was wollen Sie im Sperrgebiet? Das habe ich Max schon gesagt. Ich wollte ein Loch in den Zaun schneiden, damit ich hier raus kann. Durchsuchen Sie ihn. Bitte. Sehr vernünftig. Jawohl, Herr Oberst. Drahtscherer. Jawohl, Herr Oberst. Ich habe im Verlaufe dieses Krieges die Bekanntschaft vieler britischer Offiziere gemacht. Und es schmeichelt mir, dass wir einander verstanden haben. Sie sind der erste amerikanische Offizier, dem ich begegne. Hills heißen Sie? Captain Hills, wenn's recht ist. Sie sind 17 Mal ausgebrochen. 18 Mal. Tunnelbauer, Pionier. Flieger.
Ich nehme an, dass Sie zu den Leuten gehören, die man in der amerikanischen Armee Hotshot-Pilot nennt. Sie hatten das Pech, abgeschossen zu werden. Und sind genau wie ich gezwungen, den Rest des Krieges auf der Erde zu verbringen. Auf Sie mag das vielleicht zutreffen. Haben Sie andere Pläne? Ich kenne Berlin noch nicht, weder von oben noch von unten. Ich möchte es kennenlernen, bevor der Krieg aus ist. Haben alle amerikanischen Offiziere so ein schlechtes Benehmen? Fast 99%. Sie haben bei uns Gelegenheit, sich in dieser Hinsicht zu vervollkommnen. 10 Tage Stubenmeister Hills. Captain Hills. 20 Tage. Okay. Oh, Sie werden doch danach noch hier sein. Bunker. Name. Ives. Flying Officer Ives. Bunker, 20 Tage. Bunker, Ives. Mit Vergnügen.